Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Heute möchte ich euch mein neues, aber dennoch unfertiges Atelier zeigen, sowie den Prozess, wie ich es eingerichtet habe. Zum Ende zeige ich einige meiner Leinwände und gehe darauf ein, wie ich sie gemalt habe. Also bleibt dran, jetzt geht's los. Wir befinden uns hier also auf dem Dachboden des Nachbargebäudes, was ich euch gern zeigen möchte und was ich auch dann für mich einrichten möchte. Es ist eine Garage, die aus 2 Etagen besteht und hat, bevor wir das Haus gekauft haben, samt diesem Nebengebäude bereits ein neues Dach erhalten. Wie ihr sehen könnt, sind da neue Balken eingezogen und das Dach ist frisch gedeckt. Es wird also nicht nass drin, aber es steht noch einiges an Gerümpel drin, was glaube ich sogar noch vom Vorbesitzer ist. Ein paar Sachen sind schon von uns, wie die Skisachen oder ja, die alte Babyschale. Und ja, jetzt gilt es erstmal ein bisschen Platz zu machen. Ich mache erstmal einen Rundgang für euch, damit ihr überhaupt sehen könnt, welches Ausmaß das Ganze hat. Als nächstes folgen ein paar Bilder, damit ihr sehen könnt, um welchen Bereich es geht. Es geht um den hinteren Bereich des Gebäudes, wo ich mir quasi eine kleine Insel schaffen möchte. Ich habe den Bereich leer geräumt, einen Teppich reingelegt und dann nach und nach einige Dinge reingebracht, die eben dazugehören, damit ich arbeiten kann. Es ist noch nicht vollständig, aber enthält schon die wichtigsten Sachen. Ich kann an der Wand arbeiten, ich habe eine Leinwand. Ich habe mir noch die Möglichkeit geschaffen, eine große Leinwand hinzuhängen und habe dann begonnen, leere und bemalte Leinwände nach und nach herüberzuholen. Hier seht ihr ein unfertiges Bild. Ich stelle mir das gern hin, um mehrfach daran vorbeizugehen, um Ideen zu sammeln, wie es weitergeht. Die Farben gefielen mir ursprünglich sehr, aber irgendwie wirkte es für mich noch zu leer, weshalb ich dann diese Riffelpappe aufgebracht habe und jetzt überlege ich die ganze Zeit, wie es mit diesem Bild weitergehen könnte. Die große Leinwand, die ihr hier sehen könnt, begleitet mich schon seit mehreren Jahren und ja, keine Ahnung, wann das jemals fertig sein wird. Hier ein Bild, was ich gemalt habe unter Zuhilfenahme von Servietten, die übrig geblieben sind von einer bekannten Fastfood-Kette. Habe die als Struktur aufgebracht und dann selbst Pigmente angemixt für diesen Blauton. Und dann habe ich die Farben fließen lassen und ja, Goldspritzer dürfen natürlich bei mir nicht fehlen. Ein besonderes Highlight dieses Malraumes ist natürlich die Möglichkeit, mit Ölfarben zu malen, weil diese natürlich sehr geruchsintensiv sind und hier die perfekte Möglichkeit ist, damit zu arbeiten. Als nächstes seht ihr mein herbstliches Bild, was eine ganze Zeit lang in meinem Wohnzimmer hing. Passt jetzt natürlich farblich nicht mehr ganz in die Jahreszeit, deswegen darf es erstmal hier stehen. Ich habe für die Bearbeitung Krakelierpaste benutzt, normale Spachtelmasse und Alufolie, um diese wunderschönen Strukturen zu erzeugen. Und natürlich Gold darf auch hier nicht fehlen und glänzt natürlich auch schön im Licht, je nach Position. Als nächstes kommen wir zu einem Bild, welches ich unter Zuhilfenahme von Eierschalen erstellt habe. Ich habe zunächst die Eierschalen auf die Leinwand geklebt, habe dann alles gut trocknen lassen, dann noch einmal mit einem Mattmedium versiegelt, damit im Anschluss die Farben nicht direkt von den Eierschalen aufgesogen werden, sondern die Möglichkeit haben, mit viel Wasser zu fließen. Ich habe also das ganze Bild ganz sehr nass gemacht und habe dann Farben eingetropft und habe sie dabei beobachtet, wie sie fließen. Hier seht ihr ein, ja, vielleicht auf den ersten Blick düsteres oder düstereres Bild. In den einzelnen Nahaufnahmen aber auch ganz tolle Farbkombinationen. Ich habe hier mit Krakelierpaste gearbeitet, Strukturpaste und Blattgold und
habe für die Kreisstruktur meine Finger benutzt, um eben diese Berge und Täler zu schaffen, damit darin dann ebenfalls Farbe fließen kann. Das Besondere an dieser Krakelierpaste ist ebenfalls, dass man unter Verwendung von Wasser und Farbe natürlich wundervoll Farbe eintropfen kann, auf der Oberfläche wieder abnehmen kann und dadurch aber auch eine tolle Tiefe und Struktur schafft. Also der Prozess macht auch hier oder hat hier sehr viel Spaß gemacht. Nach einer kurzen und wilden Kamerafahrt finden wir uns hier bei diesem Bild wieder. Dieses habe ich in 2 Etappen erstellt, unter Zuhilfenahme von Sand. Ich habe also zuerst die dunkelblaue Farbe gemeinsam mit Sand auf die Leinwand gebracht und habe dann, nachdem alles gut getrocknet ist, Strukturpaste aufgebracht. Und hier die Besonderheit, ich habe diese nicht trocknen lassen, sondern bin direkt mit nasser Farbe in die feuchte Strukturpaste, um eben da noch hier und da mit einem Spachtel Strukturen zu schaffen, die Strukturpaste zu verschieben, Farbe zu verschieben und unter Zuhilfenahme von viel Wasser noch Farbe fließen zu lassen und ja, mich einfach dem Prozess hinzugeben, zu beobachten, was passiert und am Schluss für mich wieder mit etwas Gold zu veredeln. Die beiden folgenden Bilder sind inspiriert von Petra Tölken, auch hier auf YouTube vertreten, eine tolle Künstlerin. Hier mein erster Versuch eines Kaffeebildes, eine besondere Herausforderung, dass der Kaffee an Ort und Stelle bleibt, weil er natürlich kein Bindemittel hat und so auch schön auf der Leinwand hin und her rutscht. Ich habe das Bild am Ende nochmal versucht mit Acrylbinder zu versiegeln. Da kommt natürlich etwas Farbe aus dem Kaffee, aber es hat sich hier meiner Meinung nach gut ins Bild eingefügt. Auch der Prozess zu beobachten, wie sich dickere Farbe auf dem Wasser verhält. Gerade die weißen Sprenkler, die ihr da sehen könnt, sind da ganz charakteristisch. Dieses Bild ebenfalls inspiriert von Petra und hier habe ich zunächst auf die Leinwand Alufolie aufgebracht und dann mit einem Spachtel bzw. mit einem Malmesser Farbe aufgebracht, ganz locker. Und dieses Bild hat insgesamt nur 15 bis 20 Minuten gedauert. Noch während des Trocknens habe ich an der einen oder anderen Stelle mit Küchenpapier nochmal etwas Farbe abgenommen und mit einem Stielkamm ein paar Kratzer erstellt, so dass eben die Alufolie an der einen oder anderen Stelle wieder etwas durchkommt. Gerade im Himmelbereich habe ich ganz dünn mit Farbe gearbeitet, so dass je nach Lichteinfall eben ein schöner silberner Schimmer zu sehen ist. Das nächste Bild ist eher ein kleines Experiment für mich gewesen und lag schon sehr lange auf meinem Schreibtisch als offenes Projekt. Zunächst hatte ich mir die Blattskelette auf die Leinwand gelegt, um zu schauen, ob ich daraus ein Mandala bilden kann. Das funktioniert natürlich sehr gut. Allerdings bin ich mit dem Endergebnis noch nicht so zufrieden oder überzeugt. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. An sich die Idee finde ich ganz gut. Umsetzung hat soweit auch funktioniert. Der Rand war mir dann zu leer, weshalb ich auf alte Buchseiten zurückgegriffen habe, um die eben noch als Kante
zu benutzen. Weiß ich nicht, ob ich damit das Bild besser gemacht habe. Letztlich hat das Bild ja so ein bisschen einen, ja, alten Touch und passt vielleicht mit den Buchseiten ganz gut. Weiß ich auch nicht genau. Hier als nächstes ein Bild aus meiner Serie aus dem letzten Frühjahr. Da war ich wirklich richtig im Flow. Dieses Jahr habe ich tatsächlich noch nicht allzu viel in Acryl geschaffen, weil ich mich gern auf andere Medien fokussieren möchte, die ich auch alle noch habe und die ausprobiert werden wollen. Hier in diesem Bild habe ich Acryl-Sprühfarbe benutzt und diese Effektfolie und ja, eine tolle Spielerei und hat ganz viel Spaß gemacht. Ebenfalls hier aus dieser Reihe ein Bild. Ebenfalls auf die gleiche Art und Weise entstanden, hier noch unter Zuhilfenahme eines Spachtels mit Zacken, um Kreise zu ziehen und ja, Kreis gestempelt. An dieser Effektfolie gefällt mir eigentlich am meisten, dass sie je nach Lichteinfall ganz wundervoll schimmert, besonders im Abendlicht. Wenn die Sonne tiefer steht, gibt es da wirklich ein wundervolles Licht. Beim folgenden Bild ging ein wahnsinnig langer Planungsprozess voraus, also genau das Gegenteil von intuitivem Malen. Hier entstand mit Leichtstrukturpaste, weil wenn man so viel Paste benutzt, wird das Bild natürlich sehr schwer und das wollte ich vermeiden. Die Besonderheit hier ist, dass ich mit verschiedenen Richtungen der Struktur gearbeitet habe und erstmal einen Untergrund geschaffen habe. Die feinen Linien sind der Untergrund, die aber auch in verschiedene Richtungen verlaufen und darüber dann eben die größeren Strukturen laufen. Die Herausforderung hier besteht natürlich, das in einem Rutsch zu machen, weil wenn man da einmal einen Fehler drin hat, muss man die Paste nochmal komplett neu glatt ziehen und von vorn beginnen, da natürlich jeder Fehler nicht mehr ausbügelbar ist. Und ja, ich habe dann mit einem Mattmedium erstmal versiegelt, damit auch hier die Farben besser fließen können und habe dann mit relativ feuchter Acrylfarbe aufgetropft und fließen lassen. Das war nun der erste Teil meiner Bilder, die ich hier habe. Ein weiterer Teil dazu kommt auf jeden Fall noch. Hier seht ihr den Grund, weshalb ich eigentlich überhaupt in das Nachbargebäude gewechselt bin. Und zwar verfolge ich den Plan, unter Zuhilfenahme eines guten Freundes einige meiner Bilder zu digitalisieren. Mir fehlt leider die Technik, die Kameratechnik und auch die Bildbearbeitungstechnik, um ja meine Leinwände selbst zu digitalisieren. Ich möchte gerne Printprodukte in Zukunft anbieten und das in ordentlicher Qualität. Ich habe schon einige Testläufe gemacht mit dem Handy. Die sind okay, aber keinesfalls dafür geeignet, um irgendwelche Kunstprints oder Printprodukte anzubieten. Ja, und damit wir unter super Bedingungen arbeiten können, habe ich mich dazu entschieden, ein kleines Fotostudio zu organisieren, bestehend aus 2 Softboxen und 2 von diesen Schirmblitzern. Fragt mich, ich habe keine Ahnung. Dazu gehört eben noch ein Ständer, wo ich 3 verschiedene Hintergründe anbringen kann. Wie ihr gesehen habt, schwarz, weiß und grün. Mal sehen, ob wir damit irgendwas Tolles zustande bringen können. Es bleibt abzuwarten und ich werde euch informieren. Hier seht ihr jetzt ein paar meiner angefangenen Bilder. Also ich habe eigentlich immer eine ganze Reihe an verschiedenen Ideen, die sofort auf die Leinwand müssen und dann ja, kann es durchaus passieren, dass die erstmal stehen bleiben. Hier hat sich noch ein kleiner Gast auf, ja, Fensterbrett kann man nicht sagen, aber ja, auf das Fenster verirrt. Hier ein kleiner Ausblick auf angefangene Ölgemälde, ganz kurz. Und hier noch weitere Ideen, die darauf warten, dass ich sie vollende.
So, damit konnte ich euch zumindest erstmal zeigen, wo ich aktuell stehe mit meinem provisorischen kleinen Studio. Ich habe auf jeden Fall schon darin gearbeitet und es hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like, Kommentar oder ein Abo da. Ich möchte gern mindestens einmal im Monat ein Video hochladen. Als nächstes kommt auf jeden Fall ein kreatives Video, also ein Video, in dem ich entweder male oder mit der Jellyblade arbeite. Videomaterial habe ich jedenfalls mehr als genug. Lediglich die Bearbeitungszeit macht eben den Prozess so langwierig, vor allem wenn man nebenbei arbeiten geht. Ich tue auf jeden Fall mein Bestes, um regelmäßig Videos hochzuladen und eventuell kommt sogar zwischenzeitlich ein Video, wo eben einfach nur einmal Prozess läuft mit etwas entspannter Musik im Hintergrund. Vom Dachboden selbst wird es auf jeden Fall auch noch einen Teil 2 geben, wenn ich meine anderen Bilder alle hier rüber geschafft habe, wenn wir dann soweit sind, um diese zu digitalisieren. Also ihr könnt euch auf jeden Fall auf mehr Videos freuen und ja, lasst Liebe da. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ein tolles Wochenende. Bis bald. Bye bye.